Und jetzt das Heute-Journal mit Kai Richter und Dunja Hayali. Schönen guten Abend. Setzen die USA seine Vetomacht ein oder nicht? Sie haben es nicht getan, aber auch nur, weil der Beschluss des Weltsicherheitsrats deutlich entschärft wurde. Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht einschließlich aller willkürlichen Angriffe gegen Zivilisten und zivile Objekte stehen in der verbindlichen Resolution nicht mehr drin. Dafür aber eine Aufstockung der humanitären Hilfe im Gazastreifen. Und die ist dringend notwendig. Denn um die humanitäre Situation der Menschen dort zu beschreiben, gibt es eigentlich kaum noch passende Worte. Von es wird immer schlimmer über katastrophal sind wir jetzt bei unerträglich angelangt. Eine Versorgung in den wenigen noch operierenden Krankenhäusern ist kaum noch zu gewährleisten. Medikamente sind knapp, Wasser auch, Lebensmittel erst recht. Über die Situation in Gaza, Susanna Santina. Es war ein Funken Hoffnung, den viele Menschen in Gaza hatten, als ein zweiter Grenzübergang für Hilfe geöffnet wurde. Auch Sultan Abu Khadr ist gekommen aus Verzweiflung. Er und seine Familie waren vor den israelischen Angriffen aus Gaza-Stadt nach Rafah geflohen. Wir leiden so einen Hunger. Wir warten ständig darauf, dass etwas von den Lastwagen fällt. Wir wollen leben. 10.000 vertriebene Familien leiden hier. Für die Menschen in Gaza wird die Lage immer dramatischer. Der Vorsitzende des Welternährungsprogramms schlägt Alarm. Über 500.000 würden hier an akutem Hunger leiden. Vom UN-Generalsekretär kommt erneut die Forderung nach einer humanitären Waffenruhe. Die Art und Weise, wie Israel diese Angriffe führt, verhindert massiv die Verteilung humanitärer Hilfe in Gaza. Die fortlaufenden israelischen Bombardierungen nach dem Terrorangriff der Hamas haben Tausende getötet, auch viele Kinder. Die Krankenhäuser, die noch funktionieren, sind wegen der vielen Verletzten am Limit. Im Norden Gazas arbeitet nach UN-Angaben kein einziges mehr. Da sich Hamas-Terroristen in zivilen Gebäuden verstecken, sagt die israelische Armee, gäbe es leider auch viele zivile Opfer. Auch in Israel leiden die Menschen, vor allem die Angehörigen der mittlerweile über 470 getöteten Soldaten. Und die der Geiseln. Die Mutter einer der 3 Geiseln, die versehentlich durch israelische Soldaten getötet wurden, rührt derzeit viele in Israel mit ihren Worten. Ich liebe euch Soldaten, ihr sollt wissen, dass das, was passiert ist, nicht eure Schuld ist. In Tel Aviv übernachten noch immer viele Angehörige der Geiseln vor dem Verteidigungsministerium. 129 sind noch in der Gewalt der Terroristen. Die Chancen für eine schnelle Freilassung stehen schlecht. Bei all den schrecklichen Bildern, bei all den Toten im Gazastreifen verblasst in der Öffentlichkeit mehr und mehr der Anlass für diesen Krieg. Es war das Massaker der Terrorgruppe Hamas am 7. Oktober mit über 1200 Opfern und mindestens 240 verschleppten Geiseln. Und ja, Fragen zur Verhältnismäßigkeit, zur Taktik, Strategie und dem danach dürfen und müssen gestellt werden. Und das werden sie auch auf dem internationalen politischen Parkett. Das sollte aber nicht zu einer Schuldumkehr führen, geschweige denn zu Antisemitismus. Aber genau das passiert auch hier bei uns. Christa Lepple. Ein Licht setzen in dunklen Zeiten, das hilft. Und guter Swing. Der Musiker André Hamlin ist auf den Bühnen der Welt erfolgreich. Seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober aber fühlt sich der Berliner Bandleader verlassen und verzweifelt. Auf einmal hörte ich überall Ja, aber. Und überall hörte ich Aufschreie der Empörung, die sich aber merkwürdigerweise nicht gegen die Hamas und gegen die Judenmörder richteten, sondern gegen Israel und gegen die Juden, auch noch die deutschen Juden, die sie praktisch in eine Art von Sippenhaft nahmen. André Hamlin ist ein Berliner Jude der 2. Generation. Sein Vater, der Schriftsteller Stefan Hamlin, überlebte den Holocaust nur dank Flucht und Exil. Das prägt die Hamlins bis heute. Wenn wir schon so weit sind, dass ein Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung Juden empfiehlt, keine Kippa zu tragen, dann zeigt das Problem. Das Gegenteil ist der Fall. Er muss ihnen empfehlen, mit einer Kippa zu gehen. Und er muss dafür sorgen, dass jene, die sie bedrohen, dass denen auf die Finger gehauen wird. Ilai Zawadzki,
Gleichfalls 58 Jahre und Nachkomme von Holocaust-Überlebenden. Die Kippa trägt er nur noch für unsere Kamera oder in der Synagoge. Auch für ihn hat sich alles geändert. Wenn ich in der U-Bahn bin und ich bekomme eine Telefonate von einem israelischen Freund oder von meinem Sohn und ich möchte gerne auf Hebräisch sprechen und ich muss nach rechts und links gucken, ob die Umgebung nicht feindlich ist. Ja, Angst herrscht mich in diesem Moment. Eli, geboren in Israel, kam vor 24 Jahren nach Deutschland. Seine Eltern überlebten wie durch ein Wunder die Nazi-Herrschaft in Polen. Sie bekamen 3 Kinder. Eli, der Jüngste, zog 1999 nach Berlin. Sein Fazit heute? Es gibt sogar viele Menschen, die es genießen, dass es den Juden schlecht geht und dass Juden verfolgt werden und dass Juden wieder leiden. Und nicht nur im Nahen Osten, auch hier. Müssen sich Juden in Deutschland wieder unsichtbar machen? Und gibt es eine Chance auf einen Frieden mit der Hamas? Ich glaube, dass am Ende die Frage ist, die oder wir. Das hört niemand gern, weil man ja immer gern von Frieden und Verhandlungen und Gesprächen redet. Aber wissen Sie, Sie können nicht mit Leuten verhandeln, die die erklärte Absicht haben, sie auszurotten. Eli Zawadzki ist in dieser Frage optimistischer. Und es ist möglich. Es ist möglich, in Frieden zu leben. Heute war für alle Schüler und Schülerinnen der letzte Schultag vor den Ferien. Die meisten dürften sich jetzt auf Weihnachten freuen, einfach mal abschalten. Wobei das mit dem Abschalten stimmt ja so gar nicht mehr. Die meisten sind ständig online verbunden über das Smartphone, festgeklebt an ihrem Tablet. Es wird gewischt und geliked, gepostet und gechattet. Ruhephasen Mangelware. Das könnte mit ein Grund dafür sein, dass immer mehr Schüler bereits in der Grundschule Konzentrationsschwierigkeiten haben. Und wer sich nicht konzentrieren kann, der kann nichts aufnehmen und der kann dann auch nichts lernen. Die Ergebnisse der PISA-Studie sind nur der Beweis dafür, was viele Lehrkräfte seit Jahren wissen. Aber was hilft? Mehr Lehrkräfte, kleinere Klassen, klar. Aber was ist mit Didaktik und Lehrmaterial? Luisa Huben. Lehrerin Anja Elix will einem hohen Anspruch gerecht werden. Sie will jedes Kind in ihrer 4. Klasse individuell fördern, sicherstellen, dass alle gut rechnen, lesen und schreiben können. Wer fertig ist, schnappt sich vorne ein iPad. Die gehören in der Galileo-Grundschule in Stuttgart längst zum Unterricht dazu. Die Privatschule ist Teil der Klett-Gruppe, vielen bekannt für ihre Schulbücher. 2-mal pro Woche üben die Viertklässler Mathe und Deutsch mit einer Lern-App. Wir müssen halt Aufgaben machen und die sind halt auch oft spielerisch. Manche schwieriger, manche leichter. Und da läuft dann halt auch immer so eine Zeit ab. Dann weiß man, was man verbessern kann und was man schon gut kann. Die Kinder motiviert's, die Lehrerin profitiert von den Daten. Denn die Testergebnisse kann sie einsehen, weiß, wo ein Kind in welchem Bereich steht, was es noch nicht kann. Beim Lesen, dann hat das Kind 58 Punkte erreicht. Der grüne Bereich, da ist dann alles in Ordnung. Hier im Rechtschreiben sieht man, da ist es bei der Stufe 2 und da müssen wir dann noch nachsteuern. Die Strategie dahinter heißt testen, testen, testen und die Kinder mit ihrem Ergebnis nicht allein lassen. Persönlicher Kontakt ist natürlich immer wichtig, gerade um den Kindern auch bei schwierigen Sachen zu helfen. Japan oder Singapur sind so sehr erfolgreich. Sie belegen bei PISA die vorderen Plätze. Deutschland hingegen fiel zurück. Um aufzuholen, müsse Unterricht individueller werden, fordert Verlagsunternehmer David Klett. Es geht immer darum zu testen und dann zu sagen, was ist die nächste richtige Intervention, damit das Kind besser versteht, dass es besser wird in der Beherrschung dessen, was es lernen soll. Ein Anspruch, der vielerorts an der Realität scheitert. Johannes Knapp ist Konrektor der Stuttgarter Pragschule. Manche Schüler hier können bei der Einschulung lesen, andere sprechen kein Wort Deutsch. Tablets und Tests allein reichen da nicht. Was uns da als Kollegium fehlt, ist die richtige Konsequenz daraus, nämlich nicht nur Fördermaterialien, nicht nur Differenzierung im Unterricht, sondern mehr an Personal. Und ich glaube, wenn wir das hätten, könnten wir viele Punkte lösen.
Damit digitale Medien im Unterricht tatsächlich einen Unterschied machen, müssen sie eine wissenschaftliche Basis haben, sagt Psychologin Ulrike Gress. Sie müssen sich im Lehrplan einfügen und von Lehrkräften gut bedienbar sein. Das heißt, eine große Aufgabe, vor der wir stehen in der Bildungspraxis, ist die Entwicklung dieser Materialien. Von Lehrbüchern kennen wir es, es dauert Jahre, bis man ein gutes Lehrbuch entwickelt. Bis man ein gutes digitales Medium entwickelt, dauert es im Prinzip noch länger, weil die Möglichkeiten für Digitalität viel größer sind. Schafft es Schule, die digitalen Möglichkeiten zu nutzen, könne es tatsächlich gelingen. Kann jedes Kind das üben, was es noch nicht kann, jedes Kind individuell gefördert werden. Individuelles und digitales Lernen, ist das der Weg für eine bessere Zukunft der Kinder, die ja in einer digitalen Realität aufwachsen? Annika Renker bei der Klettgruppe ist zuständig für Bildungsfragen. Und damit schönen guten Abend nach Düsseldorf. Schönen guten Abend, Frau Hayali. Frau Renker, die PISA-Ergebnisse, die waren ein Schock mit Ansage. Neben Lehrermangel, zu großen Klassen, zu viel Unterrichtsausfall. Liegt es vielleicht auch am Lehrmaterial? Also es gibt natürlich eine große Vielzahl an Lehrmaterialien. Also da gibt es wirklich alles vom Lehrwerk logischerweise, wie es die meisten Leute kennen. Es gibt freie Materialien, es gibt handlungsorientierte Materialien, Projektbücher. Also es gibt wirklich alles, was das Herz begehrt und natürlich analog wie digital. Aus meiner Sicht sind diese Materialien vor allen Dingen dafür da, um Lehrkräfte zu unterstützen und um Lehrkräfte zu entlasten und um Unterricht zu gestalten. Also die Kompetenz der Lehrkräfte zu ergänzen, um einen guten Unterricht zu machen. Und da spielen sie eine wichtige Rolle nach wie vor aus meiner Sicht. Dann schauen wir mal auf das Digitale. 25% der Viertklässler können nicht richtig lesen. Jede dritte Neunklässler, Neunklässlerin kann nicht richtig multiplizieren. Grundschulkinder, die keine 20 Sekunden konzentriert zuhören können. Jetzt gerade der letzte Punkt. Ist da das Tablet schuld? Es kommt immer darauf an, wie ein Tablet eingesetzt wird. Also natürlich wissen wir, dass Übernutzung von Medien und der überdurchschnittliche Konsum von Medien dazu führen kann, dass Kinder sich nicht gut konzentrieren können. Wenn man aber digitale Medien mit einem guten Konzept im Unterricht verankert und nicht ausschließlich mit digitalen Medien arbeitet, dann sollte das nicht dazu führen, dass sich Kinder nicht konzentrieren können, sondern dann können sie sehr gezielt mit digitalen Medien sehr gut gefördert werden. Und vor allen Dingen können sie individuell gefördert werden, was in Zeiten von Lehrkräftemangel eigentlich ohne digitale Unterstützung kaum möglich ist. Es ist aber wirklich wichtig, dass man nicht das eine gegen das andere ausspielt, sondern dass in der Schule immer ein sowohl als auch gilt und nicht ein Entweder-oder. Ja, bei der reduzierten Lernleistung muss man auch sagen, der Digitalpakt, den gibt es seit 2019, der ist angelaufen, extrem langsam. Das Bildungsniveau war aber schon lange davor gesunken. Wie sieht denn für Sie ein sinnvoller Einsatz digitaler Medien in Kita und in der Schule aus? Also aus meiner Sicht kann man digitale Medien sehr gut einsetzen, um Lernstände festzustellen von Kindern und um diese Lernstände sehr schnell auszuwerten. Wenn Sie jedes einzelne Kind auf Papier testen und danach die Lehrkraft dieses Papier korrigieren muss und auswerten muss, dann dauert das sehr lange. Das geht mit digitalen Medien extrem schnell. Die Kinder können die Tests digital machen, man stellt einen Lernstand fest und dann kann danach direkt individuell gefördert werden. Das ginge auch digital, das geht auch mit Papier. Aber da ist ein großes Entlastungspotenzial in diesen Zeiten gegeben, dass die Lehrkräfte nicht eigenständig alles auswerten müssen. Und kann dieses individuelle Fördern eventuell dazu führen, dass es erst recht Verlierer gibt, die zum Beispiel dann, denen das Gemeinschaftsgefühl flöten geht, die zu Hause keine Unterstützung haben, gerade was Tablets und Ähnliches anbelangt? Nein, es geht jetzt ja nicht darum, die Kinder alle einzeln vor ihr Tablet zu sitzen und dass die nicht mehr zusammenarbeiten. Wie gesagt, es ist immer ein guter didaktischer Mix wichtig und natürlich auch Gruppenarbeit und Projektarbeit neben den individuellen Zeiten. Und wenn alle Kinder getestet werden und alle Kinder dort gefördert werden, wo sie ihre Lücken haben, dann profitiert jedes Kind davon, nicht nur die Schwachen, auch die Starken. Und dann kann jedes Kind vorankommen und dann kann eine andere Lernzeit, die vielleicht in der Gruppe passiert, auch entspannter vonstatten gehen. Nach dem ersten PISA-Schock vor über 20 Jahren hat sich kaum was an den Strukturen geändert. Drumherum hat sich fast alles geändert. Mal schauen, was jetzt die Konsequenzen sind. Frau Renker, vielen Dank für Ihre Zeit und fürs Gespräch. Ich danke Ihnen, Frau Hayali.
Ja, und wenn jedes Kind profitieren soll, braucht auch jedes Kind ein Tablet. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Und wir blicken jetzt auf das größte Blutbad in der Geschichte der heutigen Tschechischen Republik. Kai Sölve, damit beginnen deine Nachrichten. Ja, noch immer ist unklar, warum der Täter gestern das Feuer eröffnete. Einen terroristischen Hintergrund schließen die Ermittler aber aus. Inzwischen korrigierten sie die Opferzahl von 15 auf 14. Viele Menschen am Tatort zeigten ihre Trauer. Der 24-jährige Schütze hatte wohl zunächst seinen Vater getötet. Später feuerte er dann in der Prager Karls-Universität um sich. Offenbar tötete er sich dann selbst. Bereits vor einer Woche hatte er vermutlich einen Spaziergänger und dessen 2 Monate alte Tochter ermordet. Hausbesitzer, die eine klimafreundliche Heizung einbauen wollen, haben nun Klarheit darüber, mit welcher Förderung sie rechnen können. Wer eine alte Anlage ersetzt, erhält 30% der Kosten. Einkommensschwache Haushalte können außerdem einen Einkommensbonus von 30% beantragen. Und wer früh umrüstet, kann auf zusätzliche 20% hoffen. Die Gesamtförderung ist auf 70% begrenzt. 1,5 Jahre nach dem Zugunglück von Garmisch-Partenkirchen hat die Staatsanwaltschaft München offenbar Anklage gegen 3 Bahnmitarbeiter erhoben, unter anderem wegen fahrlässiger Tötung. Das berichten mehrere Medien, die Ermittler selbst äußerten sich nicht. Im Juni 2022 war ein Regionalzug auf dem Weg nach München entgleist. 5 Menschen starben, 78 wurden verletzt. Ursache waren wahrscheinlich beschädigte Betonschwellen. Wer zwischen Weihnachten und Silvester zum Arzt muss, könnte vor verschlossenen Türen stehen, denn viele niedergelassene Ärzte wollen streiken. Gesundheitsminister Lauterbach kritisierte die Ankündigung. Jetzt, wo jeder 10. krank sei, dürften die ohnehin schon vollen Praxen nicht schließen, sagte er dem RBB. Vorgestern hatte Lauterbach einen Krisengipfel angekündigt. Hauptthemen: neue Honorare und weniger Bürokratie. Das Wetter in Deutschland bleibt herausfordernd. In vielen Mittelgebirgen warnt der Deutsche Wetterdienst vor ergiebigem Dauerregen. Er folgt auf Sturm Zoltan, der vergangene Nacht über Deutschland fegte. Mehrere Menschen wurden verletzt, vor allem durch umstürzende Bäume. Eine Sturmflut setzte den Hamburger Fischmarkt unter Wasser. Weil auch der Bahnverkehr gestört war, hingen viele Reisende fest oder machten sich erst gar nicht auf den Weg. Morgen dürften die Züge entsprechend voll sein. In deutschen Haushalten lebten im vergangenen Jahr rund 34,4 Millionen Haustiere unterschiedlichster Arten. Und wer sich für ein solches entscheidet, sollte sich vorab viele Fragen stellen. Habe ich Zeit? Habe ich Platz? Habe ich Geld? Letzteres klingt unsexy, ist aber mit die relevanteste Frage, denn von Liebe und Verantwortungsbewusstsein allein kann kein Tier überleben. Doch was tun, wenn plötzlich alles teurer wird? Das Tier, das für viele ja zu einem Familienmitglied geworden ist, für manche Menschen ist es sogar der einzige Begleiter, einfach abgeben, das ist für viele ein Albtraum. Einer, der aufgrund der steigenden Preise allerdings wahr werden könnte. Marlin Ilau. Sie verteilen Futterspenden an bedürftige Tierbesitzer. Die Tiertafel im niedersächsischen Gifhorn gibt es seit einem halben Jahr. Schon jetzt ist der Andrang groß. Es kommen immer mehr Bedürftige. Yvonne Wellegehausen muss genau schauen, wen sie noch aufnimmt. Die Preise für Futtermittel und Tierzubehör sind um teilweise 30% gestiegen. Das können halt viele sich einfach nicht mehr leisten. Und wenn es uns nicht geben würde, sind sie halt wirklich verpflichtet zu überlegen, was machen wir mit unserem Tier. Und mit unserer Unterstützung können wir das Tier das Zuhause sichern. Wie bei Ellen Götze. Sie hat früher als Krankenschwester gearbeitet. Die Rente ist mager und reicht eigentlich nicht, um noch Katze Lilly zu versorgen. Doch das Tier abgeben, das ist keine Option für sie. Wenn ich die Tafel nicht hätte, wäre das sehr, sehr schwierig. Dann müsste ich bei mir Abstriche noch mehr machen, ne? Sie spart für den Tierarzt. Katze Lilly braucht eine Zahnbehandlung. Die kostet mehrere 100 €, für Götze nicht leistbar. Für viele Tierbesitzer brechen schwierige Zeiten an. Die neue Gebührenordnung für Tierärzte stellt Tierhalter vor finanzielle Herausforderungen. Narkosen und Untersuchungen sind deutlich teurer geworden. Doch Tiere zu halten, das sollte man sich auch leisten können, sagt sie. Es ist schon etwas, was man sich vorher auf jeden Fall bitte gut überlegen darf, bevor man sich ein Tier neu ins Haus holt. Auch wenn ein Tier älter wird,
und Vorsorgeuntersuchungen oder weiterführende Therapie, begleitende Untersuchungen notwendig sind oder auch Medikamente. Das ist eben nicht umsonst und man muss es halt wissen, wie kann ich das in meinen finanziellen Haushalt einbauen. Ein Hund kann 10 bis 15 Jahre alt werden. Die Kosten, die er erzeugt, können hoch sein, mehrere tausend Euro. Tiermedizin ist eine private Leistung. Wer hierhin kommt, kann sich keine Tierarztkosten mehr leisten. Das Tierarztmobil der Uli-Stein-Stiftung bietet kostenlose Behandlungen an, ursprünglich für obdachlose Tierhalter. Doch jetzt kommen Rentner, Hilfsbedürftige und ukrainische Flüchtlinge mit ihren Vierbeinern. Vielen ist das Tier und die Gesundheit des Tieres wichtiger als ihr eigenes. Die kaufen auch am Monatsanfang oft Tierfutter oder erstmal Sachen für ihren Hund und sind völlig verzweifelt dann auch, wenn der Hund krank ist und rufen an und weinen und sagen, oh, ich kann es mir nicht leisten. Und für die ist es schon sehr wichtig, dass sie hier eine Anlaufstelle haben. Das Tierarztmobil ist hier für viele die letzte Station, für verzweifelte Halter, die nicht ihren Vierbeiner abgeben wollen. Durch den Hund kommt man in soziale Kontakte. Ja, man hat eine Aufgabe, eine Pflicht, muss raus, muss früh aufstehen. Ja. Und das ist nicht bloß ein Prestigeobjekt, wie viele denken, ja. Tiere geben Menschen Halt, besonders in sozialen Notlagen. Der Hund blieb mir im Sturme treu, der Mensch nicht mal im Winde. Wir machen weiter mit Preisen, die allerdings gesunken sind. Kai Sölve. Zum Ärger von Immobilienverkäufern, denn die Preise für Häuser und Wohnungen sind im 3. Quartal so stark gefallen wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Platzt da gerade eine Blase, Valerie Haller in Frankfurt? Ja, ob es sich überhaupt um eine Immobilienblase gehandelt hat, ist unter Ökonomen umstritten. Wäre sie jetzt geplatzt, ist sie wenigstens schwer vergleichbar mit anderen Blasen. Weder gab es breitflächig Ausfälle bei Baukrediten noch massenweise Bauruinen wie damals nach der Finanzkrise in Spanien. Die Preise für Immobilien fallen zwar aktuell stark. Im Vergleich zum Vorjahr verbilligten sich Wohnimmobilien im 3. Quartal im Schnitt um 10,2%. Dabei erfasst der Preisrutsch nahezu alle Regionen auf dem Land oder in Metropolen. Über einen Zeitraum von 5 Jahren betrachtet aber war der Preisverfall weit weniger dramatisch. Also manche sprechen von einer geplatzten Blase, andere nicht. Wichtiger ist vielleicht der Blick nach vorne. Ja, wohin werden sich die Immobilienpreise denn künftig entwickelt? Was erwartet man da? Ja, die Preise dürften auch im kommenden Jahr weiter fallen, wenn auch nicht ganz so stark. Für stabilere Preise spricht, dass nach wie vor zu wenig gebaut wird, der Bedarf weiter groß ist. Der Weg zum Eigenheim bleibt also vermutlich steinig. Zum einen, weil die Zinsen vorerst hoch bleiben dürften und zum anderen sind Immobilien immer noch deutlich teurer als vor dem Boom. Danke, Valerie, an die Börse. Der frühere US-Botschafter in Deutschland, John Kornblum, ist gestorben. Er galt als einer der renommiertesten Transatlantikexperten. 1987 soll er die Idee für Ronald Reagans berühmten Satz "Mr. Gorbatschow, tear down this wall" gehabt haben. 10 Jahre später wurde er im wiedervereinigten Deutschland Botschafter. Bis zuletzt meldete er sich als scharfer politischer Beobachter zu Wort. Er wurde 80 Jahre alt. Und im Alter von 76 Jahren ist Ingrid Steeger gestorben. Als Schauspielerin brachte sie Millionen Menschen zum Lachen. Ihre eigene Geschichte war voller Tragik. Um Konventionen scherte sie sich wenig in beiden Welten. Ulknudel und umschwärmtes Sexsymbol. Ingrid Steeger in den 70ern. Ihre Lebensgeschichte ein großes Auf und Ab. Sie wächst im vom Zweiten Weltkrieg zerbombten Berlin auf. Zu Hause gibt es kein Geld und keine Liebe, stattdessen Misshandlungen. Sie ist schüchtern und unsicher, trotzdem jobbt sie als Fotomodel. Dann wird sie fürs Fernsehen entdeckt, sexy und unschuldig zugleich, die Mischung kommt an. Dann mache ich mir ein Schützenkleid und finde es wunderbar. Klimbim ist 1973 ihr großer Durchbruch. Die freche Fernsehshow wird Kult, Ingrid Steeger spielt Gabi, eine Art Horror-Pippi Langstrumpf. Wie wär's heute mit Revue, fragen Harald Junke und Ingrid Steeger in den 80ern und präsentieren Sketche, prominente Gäste und Tanzeinlagen. Viele Männer liegen ihr zu Füßen, die große Liebe findet sie nicht. 2 Ehen und zahlreiche Beziehungen scheitern. Glücklich ist sie eine Zeit lang mit Regisseur Dieter Wedel, der sie auch für die Reihe Der große Bellheim engagiert. Die Fernsehauftritte werden seltener. Sie spielt Theater, geht unter anderem mit der alten Klimbim-Familie auf Tour. Private und finanzielle Tiefschläge bringen sie aus dem Takt. 2010 ist sie pleite.
Sie rappelt sich auf. Ausgerechnet eine Rolle in einer Hartz-IV-Komödie hilft ihr wieder auf die Beine. Inzwischen ist sie dankbar für die schwere Zeit, schreibt sie 2013 in ihrer Autobiografie. In den letzten Jahren war es ruhiger um Ingrid Steeger geworden. Sie hatte sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Wenn man selber Fan ist, ist es schwierig, einigermaßen nüchtern bis neutral ein Thema anzumoderieren. Aber wer hat nicht irgendeinen Lieblingsfilm oder eine Lieblingsfigur aus der Welt der Walt Disney Company? Meine ist Donald Duck. Welche ist Ihre? Aladdin, Ariel, Alice im Wunderland, Simba aus Der König der Löwen, Mulan, Mowgli, Baloo, Peter Pan, Pinocchio, Rapunzel, Tarzan, Winnie Pooh und die Liste geht ja endlos weiter. Disney hat Figuren erschaffen und Filme geschaffen, die ihresgleichen suchen. Klar, das Erfolgsrezept: oftmals süße Tiere mit menschlichen Eigenschaften, die irgendeinen Bösen bezwingen müssen. Ja, das mag veraltet sein und doch zieht es immer wieder und immer noch, auch nach 100 Jahren. Claudia Bates. Es begann mit einem Mann, der eine Maus zeichnete. Ein amerikanischer Held war geboren. Es macht Spaß, das Unmögliche zu tun, war der Grundsatz des Zeichentrickpioniers Walt Disney. Und mit Mickey Maus kam der große Erfolg. Ein vorlauter Charakter, in den Jahren der Wirtschaftskrise erfüllte er die Sehnsucht nach einem Stehaufmännchen. Mit Steamboat Willie begann der Aufstieg zu einem der größten Unterhaltungskonzerne der Welt. Willkommen an diesem Ort des Glücks. Disneyland ist euer Land. Für den Bau des ersten Disneyland-Parks verkaufte Walt sein eigenes Haus, um der Pleite zu entgehen. Ich hatte das Gefühl, man müsste einen Ort schaffen, an dem Eltern und Kinder gemeinsam Spaß haben können. Und wieder ging seine Vision auf. Bis heute lassen die Vergnügungsparks die Kassen klingeln. Disney, das war immer schon ganz großes Gefühl. Die Sehnsucht nach kitschiger Wohlfühlwärme, es zeigt das Amerika der Helden. Ein Amerika, das in seliger Selbstzufriedenheit schwelgte. Doch seit dem Riesenerfolg Schneewittchen von 1937 hat sich die Welt verändert. Und Disney auch. Heute hat sich der Konzern der Diversität verschrieben. Ariel, die Meerjungfrau, ist nicht nur eine selbstbewusste Heldin, sondern sie ist jetzt schwarz. Und ging es früher noch um Traumprinzen, werden jetzt weibliche Befreiungshymnen geschmettert, sogar im Weißen Haus. Disney unterstützt auch die LGBTQ-Community und wird dafür von ganz rechts angefeindet. Woke ruft auch Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, und sagt Disney den Kampf an. Doch einen Kulturkampf führt Disney keineswegs. In Wirklichkeit geht es nicht um Wokeness, sondern um Kapitalismus. Sie versuchen einfach, ihren Markt so weit wie möglich auszudehnen. Und so ist Disney einer der bekanntesten Markennamen der Welt, produzierte einige der erfolgreichsten Filme aller Zeiten und wurde belohnt mit 140 Oscars. Folgt dem Zeitgeist und bleibt sich doch seit 100 Jahren treu. Die Welt ist eingeteilt in Gut und Böse und am Ende erfüllt sich immer unsere eine große Sehnsucht, dass die Gerechtigkeit siegt. Und immer Happy End ist eigentlich auch langweilig, bis mal keines kommt. Und dann riecht man sich auf. Genau. Aber Ende ist ein gutes Stichwort, denn auch wir machen jetzt Schluss. Empfehlen Ihnen noch das Heute-Journal-Update um 1:45 mit Hannah Zimmermann. Das war's von uns und vom gesamten Team. Machen Sie es gut, wo auch immer Sie sind. Guten Abend. Dass an Weihnachten in Deutschland selten Schnee liegt, ist bekannt. Aber warum? Für weiße Weihnachten müssen genug Kälte und genug Feuchtigkeit vorhanden sein. Das Problem, die Kältehochs über Russland bringen aus Nordosten zwar eisige, aber knochentrockene Luft. Feuchter ist die wolkenreiche Luft durch ein Atlantiktief aus Westen. Sie kommt übers Wasser
ist aber oft zu mild und es gibt Regen statt Schnee. Erst wenn beides zusammenkommt, fällt ordentlich Neuschnee. Dieses Jahr ist von einem Kältehoch aber nichts zu sehen. Da liegt das abziehende Sturmtief Soltan. Aber an dieser Luftmassengrenze bleibt es weiter turbulent. Und so sind auch heute Abend und in der Nacht wieder schwere Sturmböen möglich. An der See, auf den Bergen und im Alpenvorland. Und es regnet weiter kräftig, vor allem im Stau der Mittelgebirge. Da ist über das Wochenende immer häufiger Hochwasser möglich. Es schneit sich gleichzeitig richtig ein im Erzgebirge und in den Alpen. Trocken bleibt es nur im Nordosten heute Nacht, hier am kühlsten bis -1 Grad. Am Rhein bleibt es bei 8 Grad. Und dieser Luftmassenunterschied ist auch morgen zu erkennen. Im Nordosten 3 bis 6 Grad, im Westen und im Süden 5 bis 11 Grad. Hier ist die Sturmgefahr morgen auch am größten mit schweren Sturmböen in Berglagen und im Alpenvorland. Im Nordosten ist es morgen am freundlichsten wie heute. Von Südwesten lässt der Regen im Tagesverlauf langsam nach. Den kräftigsten Regen gibt es im Bereich der Luftmassengrenze von der Nordsee bis zum Erzgebirge. Hier eben anfangs noch kräftiger Schneefall. Zum Abend hin steigt die Schneefallgrenze dann schnell an. Denn für die Feiertage gilt, es ist sehr mild. An Heiligabend gibt es aber noch viel Regen und Sturm. Am ersten und am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es weniger Wind und weniger Regen. Und dann schaut ab und an auch die Sonne raus. Tschüss.